Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Es ist Mittwoch, es gibt wieder Rezepte und momentan ist ja die Spargelzeit. Da freue ich mich auch jedes Jahr aufs Neue drauf. Und ich möchte mit euch heute eine Spargel-Hackfleischpfanne machen. Mit ganz viel Gemüse. Und dazu wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Für diese leckere Pfanne brauchen wir Rinderhackfleisch. Dann hatte ich hier Cherry-Tomaten. Ihr könnt aber auch andere Tomaten nehmen. Die müsst ihr dann einfach nur kleiner schneiden. Dann habe ich hier Gnocchi. Das waren Süßkartoffeln-Gnocchi. Und dann braucht ihr natürlich noch Spargel. Ich hatte einen grünen Spargel. Wer mag, kann aber auch einen weißen nehmen. Von der Zubereitung her sind sie gleich. Dann eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen. Dann hatte ich hier noch eine Zucchini, eine halbe Aubergine, 2 Paprikas und dann noch etwas Salz und Pfeffer. Dann braucht ihr noch Gemüsebrühe. Ich hatte hier jetzt ein Spargelgewürz, das braucht ihr nicht. Dann italienische Kräuter, dann Teriyaki-Soße, Worcester-Soße und natürlich etwas Öl zum Anbraten. Ja, los geht's. Ein bisschen müssen wir was vorbereiten. Und zwar habe ich hier jetzt meinen Spargel, den wascht ihr. Und das holzige Ende wird ein bisschen abgeschnitten und dann wird der schräg gedrittelt. Also so 2 schräge Streifen hineinschneiden. Das macht er mit dem ganzen Spargel. Dann geht es weiter mit der Zucchini. Meine war ziemlich groß, deswegen nur eine. Die wird gewaschen, halbiert, dann nochmal halbiert und dann geviertelt. Also in so dünne Streifen schneiden. Dann hatte ich noch eine halbe Aubergine übrig, die war ziemlich groß. Also man kann dies mit einer normal großen vergleichen. Die wird ebenfalls gewaschen. Der Anfang da, diesen Strunk wegschneiden, dann zweimal einschneiden und dann auch würfeln. Das heißt, zweimal einschneiden, zweimal senkrecht schneiden und dann würfeln. Dann brauche ich noch meine Paprikas. Hier habe ich eine rote und eine gelbe. Die ebenfalls waschen, vom Kernhaus befreien, natürlich auch den Strunk wegschneiden und ebenfalls klein würfeln. Und so sahen dann meine Paprikas aus, geschnitten, gewürfelt. Dann die Zwiebel und den Knoblauch ebenfalls würfeln, natürlich vorher schälen. Das war mein Spargel. Und dann noch die Aubergine und die Zucchini. Ja, und dann geht es auch schon los ans Braten. Ein bisschen Öl in eine Pfanne geben und als allererstes müssen wir die Gnocchi anbraten. Und zwar würde ich sagen, so gute 5 Minuten. Wenn die dann so 5 Minuten angebraten sind, aus der Pfanne einfach wieder herausnehmen, in eine Schüssel geben. Dann geht es weiter in derselben Pfanne. Da werden jetzt die Zwiebel und der Knoblauch angebraten, eventuell noch etwas Öl dazugeben. Ich hatte Olivenöl. Die kurz glasig dünsten und dann kommt auch schon mein Hackfleisch dazu. Und das Hackfleisch krümelig anbraten. Lasst es ruhig schön kräftig anbraten, sodass das Fleisch auch ein bisschen braun wird. Dann wird das Ganze noch etwas gesalzen und gepfeffert. Kurz durchrühren. Und dann kommen auch die Teriyaki-Soße und die Worcestershire-Soße noch dazu. Dann die Barbecue-Soße noch mit hinzufügen und das Ganze noch mal kurz anbraten lassen. Ich habe jetzt hier noch einen geräucherten Paprika, also das ist ja voll Barbecue-mäßig, also es schmeckt auch total danach. Da habe ich das Fleisch noch ein bisschen gewürzt damit, dass einfach dieser Barbecue-Geschmack etwas intensiver wird. Dann darf auch das Gemüse dazu. Und zwar als allererstes die Paprikas und der Spargel, denn die brauchen etwas länger mit dem Garn. Einfach damit hineingeben. Kurz durchrühren. Ein bisschen anbraten lassen, so gute 5 Minuten.
Und dann darf die Zucchini und die Aubergine auch dazu. Einfach reingeben. Es ist ziemlich viel. Meins war jetzt für 6 Personen. Das lag locker 2 Tage. Ihr könnt natürlich das Rezept halbieren. Dann langt so für 3, 4 Personen. Ja, das Ganze durchrühren, dass alles schön vermengt ist. Sieht doch toll aus, oder? Deckel drauf und dann darf das Ganze so 5 bis 8 Minuten garen. Dann fällt das alles auch wieder etwas zusammen und dann hat man wieder Platz in der Pfanne. Ja, Deckel runter, dann kommen die restlichen Gewürze dazu. Ich hatte jetzt hier ein Spargelgewürz, das müsst ihr nicht dazu geben, aber die italienischen Kräuter müsst ihr mit hineingeben. Und dann kommen noch die Gnocchi dazu. Nochmal kurz durchrühren. Und dann darf das Ganze nochmal so gute 5 Minuten mit anbraten. Und ihr müsst jetzt auch die Cherrytomaten noch mit hineingeben. Das Ganze dann mit der Gemüsebrühe aufgießen. Nochmal Deckel drauf. Nochmal kurz anbraten lassen, so dass die Tomaten halt schön weich sind. Zum Schluss den Feta-Käse drüber streuen. Also einfach mit der Hand zerbröseln und einfach drüber geben. Und dann ist eine mega leckere Spargel-Hackfleischpfanne fertig. Also die war so lecker, die ist auch perfekt für den Sommer. Also das ist so wirklich so, ich würde schon fast sagen, fruchtig, frisch durch die Tomaten. Macht es das alles ein bisschen fruchtiger. Und der Spargel hat so einen richtig guten Biss gehabt, also so wie ich es mag. Und diese Gnocchi, die haben ja so ein, oh Gott, wie sagt man dazu? Die sind so latschig. Ich liebe das, also ich mag das total und es war wirklich lecker. Und durch die Barbecue-Note gibt es noch so einen kleinen Tick. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.